Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur größten Magieshow der Welt. Heute erleben Sie ein Spektakel, das seinesgleichen sucht. Heute geht es um mehr als nur verblüffende Illusionen. Vor Ihren Augen werden wir gemeinsam versuchen, 3 Weltrekorde zu brechen. Diese Show wird Geschichte schreiben. Und Sie sind live dabei. Freuen Sie sich auf eine Show voller magischer Momente, die Ihnen den Atem rauben und die Grenzen der Realität verschwimmen lassen. Eine Show, die Maßstäbe setzt und die Magie neu definiert. Flash von und mit den Ehrlich Brothers. Geht's euch gut? Ey, wir freuen uns so tierisch auf diesen Abend mit euch. Es soll ein zauberhafter Abend mit euch allen werden. Wir werden versuchen, 2, nein sogar 3 Weltrekorde einzuheimsen mit euch allen zusammen. Wir haben was gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Für euch, für unsere Fans. Wir haben einen Song geschrieben. Wenn ihr Bock habt, groovt mit. Los geht's. 3, 2, 1. Es wird heiß heute! Und es wird noch heißer! Wir schmieden was für euch!
Geht's euch gut hier hinten? Don't hesitate. Hands in the air, no there ain't no stopping. Party over here, tell me if you're coming. Everything we do is a magic moment. Yeah, you already know. 'Cause if you wanna party like I do, have fun like I do, let's get in the mood. Yeah, I know you wanna party like I do, have fun like I do. Seid ihr genauso geflasht wie wir von dieser wahnsinnig tollen Atmosphäre wie da im Stadion? Am 13. Juni bringen wir Frankfurt wieder zum Beben bei unserer neuen Stadionshow No Limits. Weltpremieren von Illusionen, die alles sprengen, was wir je gewagt haben. Also sichert euch jetzt eure Tickets. Den Link gibt's hier direkt unten in der Beschreibung. Aber was eine Stimmung hier bei euch! Wow! Vielen Dank! Unser Lied Flash! Ja, wenn ihr Bock habt, Spotify, YouTube, holt's euch. Das groove ganz gut, das Stück. Also ich bin aus dem Puste. Aber ich würde erst mal sagen, ich würde einen riesen Applaus haben hier für die Ehrlich Brothers Showband. Wir haben die Tänzerinnen und Tänzer, wir haben die Kids, die mit den Tanzschulen
so unfassbar viel geübt haben. Gebt ihm mal einen Applaus! Vielen Dank. Wow, ich glaube hier meine Seite, die war ein bisschen besser drauf als deine. Wie geht's euch hier auf der rechten Seite? Ja! Und hier auf der linken Seite geht's euch gut. Ja. Könnt ihr lauter als die? Nee. Nicht so laut, sonst fängt mein Bruder gleich an zu weinen. Ein Trostapplaus für meinen Bruder. Nee, stopp! Nein, ein Applaus. Dann machst du so und bist fertig. Genau, wir proben den nochmal, komm. Einen Applaus für meinen Bruder. Mehr gibt's heute nicht für dich. Ich sehe hier, manche haben gesagt, oh Mann, hier, der Bruder hat eben nicht alle Töne getroffen. Aber ich muss sagen, immer noch besser als Madonna beim ESC. Oder? Das Outfit ist auch besser als das von Madonna, oder? Das Outfit ist doch geil, oder nicht? Schon, ne? Ja, danke. Ah, passt, reicht. Du siehst aus wie eine Christbaumkugel mit V-Ausschnitt. Du ziehst dich jetzt erstmal um. Das ist von einem Stardesigner aus New York. Das Ding hat mich Vermögen gekostet. War deine Kreditkarte wieder leer? Ein Applaus für meinen Bruder. Aber mein Bruder ist so. Ja, der zieht sich immer so freakiges Zeug an. Der war schon immer so damals. Und Familie ist ja nicht nur unser Thema, sondern ich habe eben gesehen, hier sind sehr, sehr viele Familien heute Abend hier in Düsseldorf. Ich bin auch verheiratet. Ja, du und deine Frau. Was machst denn du hier, Alexandrio? Das erkläre ich dir später. Wir haben dich extra aus der Tour-Crew verbannt, damit genau das nicht passiert. Was? Na, hier sind über 40.000 Menschen, die wollen sich einfach einen schönen Abend machen und jetzt muss ich hier mich mit dem Kamel unterhalten. Ja, da weißt du mal, wie sich deine Frau immer fühlt. Meine Frau ist glücklich. Wer sagt das? Der Tennislehrer? Was soll denn das jetzt bitte heißen? Ja, die Menschen sind glücklicher, wenn sie geschieden sind. Und deswegen habe ich den Scheidonaten erfunden. Den was? Den Scheidonaten. Der führt ganz schnelle Scheidungen durch. Zack, geschieden, glücklich. Ich bin sehr gerne verheiratet. Ja, das war ich auch immer. Mit Anna, mit Sophie, mit Detlef. Detlef? Ja, das hatte ich auch erst danach erfahren. Wie häufig warst du denn jetzt verheiratet? Warte mal, 1, 2, 3. 13 Mal. Das sind 13 Scheidungen. Ja. Woran lag's? Ach, die Frauen sind so anspruchsvoll. Eine sollte sogar mit aufs Hochzeitsfoto. Was ist jetzt mit deinem Scheidomaten? Was brauchst du dafür? Eine Frau. Eine Verheiratete? Mhm. Okay, pass auf. Ich habe einen Experten für Frauensuche. Das ist nämlich mein Bruder. Chris, bist du hier? Ja, soll ich wen suchen? Alexandrio braucht eine verheiratete Frau. Okay. Ja, aber eine schöne. Schöne? Okay. Warum muss jetzt eine schöne sein? Hässliche Frauen wirst du ganz schwer wieder los. Okay, also eine verheiratete Frau. Such mal. Ich weiß nicht, sind hier verheiratet? Klar, sind ein paar verheiratet. Hier, du. Bist du verheiratet? Hey, wie heißt du? Anneliese. Anneliese, magst du kurz mitkommen? Gut, ja, dann ist das dein Applaus. Riesenapplaus für Anneliese. Komm. Ein Applaus. Alter. Anneliese. Anneliese, war richtig? Ja. Ah, du siehst aus. Ich sag nur... Wie lange bist du denn verheiratet? Wie lange bist du verheiratet? 16 Jahre. 16. Viel zu lange für so eine schöne Frau. 16 Jahre, Wahnsinn, okay. Und, Ich muss dich heiraten.
Aber zuerst die Scheidung. Chris, zieh das Tuch ab. Welches Das Tuch? ist der Scheidomat hier, okay, ich guck mal. Der- Okay. Ey, Alexandre, dein Scheidomat ist eine Guillotine. Lass mal fassen. Fühl mal ganz vorsichtig. Das ist eine Guillotine. Das sieht nur so aus. Wie soll das denn funktionieren? Na, Anneliese steckt ihre Hand da durch, das Messer saust runter und nur der Ring fällt ab. Okay. Ey, das ist ein Messer und wenn hier gleich was runterfällt, dann ist das ihre Hand und die liegt dann auf dem Boden. Ja, vielleicht sollten wir noch einen Eimer drunter stellen. Achso, ein Eimer? Wir haben kein... Doch, ein Eimer steht hier. Das ist ein Zufall. Ey, da ist was drin. Was ist denn da? Eine Gurke. Die ist von der Vorbesitzerin, die hat das als Küchengerät genutzt. Sag mal, funktioniert das? Wie das? Also hier so zack. Das ist Ja, natürlich praktisch. Treffer. Darf ich deinen Ring mal sehen? Den Ring? Sag mal, ach so, sag mal. Sag mal. Ist dein Mann arm oder geizig? Ey, jetzt ist aber Gott, das ist ja wohl ein wunderschöner Ring. Also ich finde den toll. Ja, aber der muss ab, sonst kann ich sie nicht heiraten. Ja, gut, das stimmt natürlich. Wie funktioniert das jetzt? Anneliese, du steckst jetzt deine Hand durch die große Öffnung. Nein. Vertrau mir. Einzelmal, klar. Okay. Dann machen wir es anders. Das ist okay. Chris, anderer Plan. Du nimmst mal die Gurke, Die Gurke? steck mal durch da. Ja? So, Anneliese, halt mal die Gurke fest. So, Chris, und du ziehst jetzt los. Zieh. So, das. Ah, verstehe. Ach, guck mal. Nee, Was ist jetzt? Vertrau mir, Schätzelein. Ja, und jetzt? Scheidonaht entsichern. Auf 3. Auf 3. 1, 2 und... Stopp, halt. Was jetzt? Anneliese, wenn gleich was ganz Schlimmes passiert, du bist die Erste, die es erfährt. Mann, und deswegen unterbrichst du hier. Also kann da wirklich was Schlimmes passieren? So Blutspritze? Ja, sicher. Ey, das sind voll die teuren Designerklamotten hier von mir. Die sind aus New York. Von einem Star-Designer. Hier, einen kleinen Spritzschutz hier. Mann. So, los geht's. Scheidonaht entsichern. 1, 2 und... 3. Nee! Die Hand ist dran, zeig her! Der Ring bleibt dran, du bleibst verheiratet! Schade. Du bekommst 2 Tickets! Hier, Alexandra! Ah, ich bin Küsschen! So, du kommst mit! Und 2 Tickets für unsere nächste Tour! Anneliese! Ach, ja. Alexandre. War jemand auf unserer Tour vor 3 Jahren? Da war ja Alexandre auch schon mal dabei. Ah, schon ein paar, ne? Da hatten wir noch nicht ganz so viele Fans hier. Da waren wir noch nicht im Stadion. Heute darf ich eine ganz besondere Zeit, einen ganz besonderen Moment erleben, den ich für immer konservieren werde. Ich spiele ja leidenschaftlich gerne Tischtennis und es ist mir eine besondere Ehre, weil mein großes Idol war immer Timo Boll. Bester deutscher Tischtennisspieler der Welt, jemals gewesen, Weltranglisten-Erste. Und es ist mir eine so besondere Ehre. Timo Boll ist heute hier bei uns. Timo, komm zu mir, dein Applaus. Sehr geil. Hey! Servus. Hallo, Timo! Für die wenigen, die dich nicht kennen, letztes Jahr noch auf Weltranglisten Platz 1 gewesen. Also wirklich eine absolute Ikone, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. Und wir haben gesagt, ey, wenn du hier bist, lass uns ein ganz paar Bälle zocken. Ist kein großer Trick, aber es ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Hast du einen Ball dabei, Bruder? Wir haben hier vorne, wir haben alles hier. Also wir haben hier jede Menge Bälle. Hier Tischtennisschläger, ich glaube, das ist der von Timo, das ist, glaube ich, deiner. Okay, alles klar. Ja, spielt euch doch mal ein bisschen ein, würde ich sagen. Hier. Dann probier mal Rückhand.
Wollen wir anfangen? Ja, los, komm, kurzes Spiel. Eigentlich geht's ja bis 11. Wir machen kurz, weil es eigentlich eine Zaubershow, weil du bist Ballzauberer. Bis 4. Ganz kurzes Match. Okay, alles klar. War kein Trick dabei. Also wir sind jetzt ja sportlich. Also war auch nichts abgesprochen. Alles Glaube klar. ich dir nicht. Los geht's. Okay, wer zuerst 4 Punkte hat, hat gewonnen. Wow. Die kriegt ihr alle. Ist das geil? Nur Glück hat er. Moment, dann brauche ich einen anderen Schläger. Also wenn du mit solchen Bandagen machst, hier. Okay. Ja, ob das besser ist, weiß ich nicht. Bruder, der kommt zurück. Das ist das Problem. Da war noch dran. War An das die einer? Kante. Warte. Entschuldigung. Der hat. Ja, ich kann auch einen. Hier, guck mal, kennst du den? Guck mal hier. Pass auf. Warte mal. Was können wir hier? Wow. Wow. Ist geil, oder? So, jetzt kannst du weiterspielen hier, komm. Oh, immer diese Kante. Jetzt wird's eng, Bruder. Matchball Timo Boll. Pass auf, irgendwas stimmt auch mit der Beleuchtung. Ich könnte mal so gleichflächiger beleuchten. Ja, oh, 3-2. Ich muss es krachen lassen. Ich muss es krachen lassen. Los geht's. Alles okay? Alles gut. Alles okay? So, wer den nächsten Punkt macht, hat gewonnen. Oh, oh. Sehr geil! Wer hätte es gedacht? Oh ja. Sehr gut. Vielen Dank. Mega. Weltklasse. Timo, du wirst immer damit leben müssen, dass ich dich habe gewinnen lassen. Werde dich jetzt für immer verfolgen. Wenn ihr Bock habt, ihr kommt hier aus der Nähe von Düsseldorf, geht mal zum Spiel von Borussia Düsseldorf. Macht mega Spaß zuzuschauen. Vielen Dank, ganz großer Tag in meinem Leben. Timo Boll! Und ein toller Mensch. Vielen Dank, dass du hier warst. Thank you. Ich glaube ja irgendwie, das ging so nicht rechten Dingen zu, ne? Dass da so übernatürliche Kräfte im Spiel waren. Ne? Ich weiß nicht, glaubt ihr so an übernatürliche Fähigkeiten? An Dinge, die man sich nach dem Stand der Wissenschaft nicht erklären kann? Glaubt ihr an Uri Geller? Ja, aber hart. Ja, nur ein Löffel. Löffel verbiegen war gestern. Wir verbiegen heute für euch. Bahnschienen.
Und wir werden das nicht einfach so tun, sondern mit der größten Kraft auf der ganzen Welt. Mit der Kraft der Liebe. Ja, im Ernst. Und komm, meldet euch mal. Wer von euch ist verliebt? Mal Handzeichen. Wo seid ihr? Düsseldorf. Das Oh. Oh. Sieh zu ihm. Du bist verliebt, du bist verliebt. Komm, machen wir was anderes. Wer ist verheiratet? Komm, wer ist verheiratet? Ja, da gehen viele neue Hände hoch. Okay, pass auf. Ich komme mal ganz kurz zu euch. Komm, meldet euch noch mal. Wer ist verheiratet? Wer ist schon lange verheiratet? Weiß ich nicht. 30, 40 Jahre? Komm, wer ist lange verheiratet? Düsseldorf. Du? Ihr? Ich komme zu euch. Hier? Du hast dich gemeldet. Hi, wie heißt du? Theo. Theo und? Nee, ich gehöre nicht dazu. Ach so! Aber ihr habt Händchen gehalten. Jetzt nicht mehr. Mit dir. Ich bin Evelyn. Und ihr seid verheiratet? Ja. Evelyn und? Theo. Theo. Schön. Wie lange seid ihr verheiratet? Fragt sie. Ey, Düsseldorf ist echt anders. Wir sind 45 Jahre verheiratet. 45. Wow. Toll. Das ist schön. 45 Jahre. Hättest du das auch gewusst? Ja. Okay, ihr macht auf jeden Fall noch einen sehr glücklichen Eindruck. Und wir machen Folgendes. Ihr beide, ihr denkt gleich an den Moment, wo ihr euch zum ersten Mal in eurem Leben begegnet seid und euch verbinden 45 Jahre lang magische Kraft. Kommt ganz kurz, wir haben 2 wunderschöne Plätze direkt vor der Bühne für euch. Kommt ganz kurz mit nach vorne und den lautesten Applaus gibt es natürlich auch. Kommt mit uns mit. Der Herr begleitet euch, bis ihr vorne angekommen seid. So, und jetzt brauche ich brauche noch einen Kerl. Hier sitzen nur Frauen. Hier, du. Hallo, Wie heißt du? Michael. Michael. Komm du mal ganz kurz mit auf die Bühne, kriegst auch mit einen Applaus. Michael kommt mit. So. Ich gehe mal kurz vor. Hallo. Und das ist Michael. Hi. Michael, Fass die Bahnschienen an, nimm sie in den Augenschein, untersuch sie. Wir haben sie extra geordert bei der Deutschen Bahn, waren selbst verwundert. Sie sind pünktlich angekommen. Bruder, die sind mit dem Truck gekommen. Ja, ein bisschen rostig, ein paar Züge sind aber schon lange nicht mehr drüber gefahren. Stabil. Ja. Also ist hart oder ist es eine weiche? Eine harte. Michael, hart, ja. pass auf, nimm mal den Hammer und hau mal auf so eine Schiene drauf. Kräftig, komm. Such dir eine Stelle aus, wo du magst. Nein, nicht dahin. Doch, kannst du machen. Okay, Michael, ernste Frage. Glaubst du, dass man solche Schienen mit Menschenkraft verbiegen kann? Nee, also einfach so auf keinen Fall, wenn nur mit der Macht der Liebe. Guck mal, die haben wir hier. Na, so einen romantischen Abschluss hatten wir lange nicht mehr. Vielen Dank. Erstmal dein Applaus. Dankeschön. Michael. Bevor es jetzt losgeht, werfen wir noch einen Blick in die Bahnschienen hinein. Fertig. Stahl.
Theo und Evelyn. Seit 45 Jahren seid ihr verheiratet. Wir haben es heute für euch verbogen. Ein Herz aus Stahl. Liebe! Kommt doch ganz kurz noch mal zu uns auf die Bühne, ihr zwei. Und der Applaus hört erst auf, wenn ihr hier auf der Bühne angekommen seid. Theo und Evelyn, kommt kurz zum Herzen. Hallo Evelyn, kommt zu uns. Das ist für euch, ihr könnt es anfassen, untersuchen. Hier, die Schnittstelle ist noch ein bisschen heiß. Wir können es euch mit nach Hause geben. Und wir haben noch ein Relikt aus der Zeit, in der ihr geheiratet habt. Ich zeig's mal kurz hier. Das ist schon cool, ne? Also die Jüngeren wissen nicht, was das ist. Das ist so eine Art iPhone mit integrierter Drucker-App. So, ihr zwei. Damit machen wir jetzt das erste Polaroid-Selfie der Welt. Los geht's. 3, 2, 1. So, Sehr Theo, schön. Foto gemacht, du darfst die Braut jetzt küssen. Ja. Ah, Nee! Sehr schön! ich geb's der Dame. So, ihr zwei Lieben. Bevor ihr das Herz mit nach Hause nehmt, fahren wir es noch ganz kurz hier vorne hin. Ja, dann können alle, die jetzt gleich Lust haben, das Herz auch noch mal anfassen oder auch ein schönes Selfie davor machen. Und wir wünschen euch auf eurem Wege zur eisernen Hochzeit alles, alles Gute. Schön, dass ihr hier seid. Nochmal einen Riesenapplaus für euch zwei, Evelyn und Theo. Vielen Dank. Ciao. Ihr geht mit dem Herzen mit. Ihr geht mit dem Herzen mit. Lasst es nicht aus dem Auge. Bis es hier vorne ist. Geht's euch gut, Düsseldorf? So, wir haben das Herz hier vorne. Ja, ihr macht's richtig. Geht alle zum Herz und untersucht's. Die Show Flash war schon episch, aber mit unserer brandneuen Live-Tour-Show Wonderworld sprengen wir alle Dimensionen. Gigantische Unterwasserwelten und Schwerelosigkeit, wie auf dem Mond, hautnah erleben. Also sichert euch die besten Plätze. Alle Termine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das wird Hammer. Wir kommen aus einer einmaligen Zeit. Eine Zeit, wo die Menschen mit spacigen Outfits in verrauchten Diskos tanzten. Schulterpolster an Schulterpolster. Wir sprechen von den 80ern. Ja, wir kommen aus der Vergangenheit. Und wir sind zurück in der Zukunft.
Don't hesitate and take us away. A magnet attraction, feel it pulling on me. Whoa! Touchdown attraction, tonight I would agree. The party's here, we are rising to the stratosphere. Woo! No idea how you do it. Yeah! How you break the law of gravity. Would you take me to infinity? How you do this mystery. You break the law of gravity. Woo! How you do it. You break the law. Woo! You break the law of gravity. Gravity. How you break the law of gravity. Would you take me to infinity? How you do it is mystery. You break the law of gravity. Woo! Break the law. Hey! I swear I saw you break the law of gravity. Woo! Hey! Alter, habt ihr gedanced? Sehr geil. Sehr geil, ja. Unser neuer Song, wenn ihr Bock habt, hier YouTube, Spotify, Streamingdienste. Und jetzt gerade haben wir unser Debütalbum, es heißt so wie die Show, Flash, mit 20 eigenen Songs veröffentlicht. Holt es euch. Musik ist einfach was Tolles. Musik ist international, das ist eine Sprache, die man auf der gesamten Welt versteht. Ich meine, wir waren ja auch jetzt in Paris, London, Helsinki und Musik geht einfach direkt ins Blut. Und ich habe jetzt auch ein bisschen was vorbereitet, nochmal was Musikalisches und ein bisschen was Romantisches. Hier, Bruder, komm, lass uns mal kurz zur Stage gehen. Du willst jetzt, was hast du vor? Ich werde eine Frau verzaubern jetzt, mit so ein bisschen Musik und so. Bruder, pass auf, du haust ein bisschen rein in die Tasten und ich suche dann eine Frau, okay? Also das, was ihr hört, es ist live. Er macht es jetzt nicht mega professionell oder so, aber er macht es schon sehr lange. Ich kann es auch zeigen. Regie, habt ihr mal ein Foto, was ich euch vor der Show gezeigt habe, dieses geheime Foto? Könnt ihr einen Vergleich machen? Damals, heute? Könnt ihr so damals, heute Vergleich? So, Bruder. Und jetzt lach mal in die Kamera. Lach mal. Lach mal, lachen. Sehr schön. So, und ihr bleibt gerne ein bisschen im Rhythmus. Sehr cool. Hier. Hallo, hallo. Hi. Ah, hi. Wie heißt denn du? Liana. Jana? Komm mit mir mit, das ist ein Applaus. Riesiger Applaus für Jana. Hier in Düsseldorf. Hi. Nimm kurz Platz. Hallöchen. Pass auf, ich habe mir überlegt, ne, für euch zwei, wir machen es romantisch. Ja. Bruder, die Kerze. Die Kerze, die fehlt auch noch. Ach so, sorry. Habe ich vergessen. Wobei, wartet mal, Düsseldorf. Kennt ihr den? Schaut mal genau hin.
Oder? Ich war noch gar nicht fertig. Pass auf, was so? Mach hinne. It's magic. Pass auf, und jetzt lasse ich noch die LED-Armbänder von über 40.000 Menschen für dich leuchten. Ihr zwei. Los geht's. Diana, hast du irgendwie Hobbys? Hä? Fußball? Ich auch. Aber Fußball. ja, Fußball. Du und Fußball. Ja, seit heute Morgen. In der letzten Show hast du gesagt, du tanzt Zumba. Kannst du einfach nur weiterspielen? Mann, ey. Wow. Ich fange schon mal an zu zaubern, okay? Ein Papier. Schaust dir an, untersuchst. Ein Papier. Das ist schon geil, ne? Let's go. Ein Papier. In Vorbereitung auf diese Stadionshow haben wir viel auf Facebook und so weiter gefragt, Mensch, welche Illusionen dürfen in dieser Show nicht fehlen von unseren Klassikern? Wir haben auch schon ein paar neue Illusionen gezeigt und wir haben nicht nur auf den sozialen Medien gefragt, sondern auch die ganz Jungen. Viel Spaß. Hallo, Ehrlich Brothers!
Für das Kunststück braucht man ganz viel Licht und Schatten. Da war so ein ganz großes Ding. Das ist... warte, ich hab's wieder vergessen. Das ist ein großes Teil. Ohne Strom geht das nicht. Und dann waren die da drin. Dann machen die irgendwie so. Man sieht seinen Schatten. Also er hat so gemacht irgendwie. Ja, irgendwie mit den Armen. Irgendwas. Da sind die dann in so einen Kasten, sind die da irgendwie so reingekommen. Und einer ist rausgefahren. Knall! Mach mal, einfach so. Ich will damit ein Salto runterspringen. Es ist so mega geil heute Abend und wir haben uns überlegt, ey, bei so einer guten Stimmung, wir werden ja immer wieder gefragt, ey, wie geht's? Ja, wie geht's, mit dem Motorrad aus dem iPad rauszufahren? Ne? Wir haben gesagt, ey, Düsseldorf, über 40.000 Menschen heute hier. Wir verraten heute, wie es geht. Es geht gut. Aber es ist wirklich so, dass wir uns seit unserer Kindheit damit beschäftigen, wie wir etwas bauen oder zaubern. Und eine Person, die immer dabei war, ist unser
Papa, der hat wirklich alles für uns gebaut. Und manchmal dauert das auch wirklich lange, bis so eine Illusion fertig wird. Da gehen nochmal 2 Jahre ins Land. Und es gibt ein schönes Video, was uns zusammen mit unserem Papa zeigt. Das ist bei uns zu Hause in der Werkstatt entstanden, ich glaube 1:30 morgens. Nach unzähligen Fehlversuchen hat etwas zum ersten Mal funktioniert. Und so sah es aus. Schaut mal rein. Geil! Funktioniert auch mit Drehung. Los, Werder, du auch! Hier drüben weg. Ich freue mich für euch, dass es so klappt. So, und heute wird aber richtig gut geschlafen. Meine Scheiße. Unser Papa. Unser Papa hat auch die Illusion, die ihr gerade gesehen habt, mit dem Motorrad und dem iPad entwickelt und sich auch mit uns zusammen erdacht. Er ist leider der Einzige, der diese Illusion nie wirklich hat live erleben dürfen. Der ist 3 Wochen vor der Premiere an Leukämie gestorben. Und wir führen die Nummer wirklich seither in jeder Show vor und stellen uns vor, unser Papa sitzt hinten mit auf dem Motorrad und fährt mit uns gemeinsam auf die Bühne. Wer wäre so gern heute hier? Und diesen unfassbar großen Traum, dass mal Menschen zu uns in die Show kommen, den hatten wir wirklich so viele Jahre lang zu dritt und wir dürfen diesen Traum heute zu zweit leben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch ähnlich. Wir haben für uns irgendwann gesagt, Abschied nehmen bedeutet nicht aufhören, Danke zu sagen. The rainbow way, up high, in a land that I heard of once in a Danke, Papa. Where troubles melt like lemon drops, oh, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Wir tragen dich immer in unserem Herzen. Vielen Dank. Es gibt auch noch eine ganz besondere Person in unserem Leben, eigentlich unsere wichtigste Person, wenn man ganz ehrlich ist. Die ist heute auch hier und wir freuen uns megamäßig. Unsere Maman. Mama, da du oben bist bist da. du. Danke, dass du da bist. Wir lieben dich. Du bist die Beste auf der Welt. Schön, dass du hier bist.
Es sind viele Familien hier und wir haben einen Song für euch alle. Und Mama, den widmen wir dir. Düsseldorf, wir wollen versuchen heute mit euch allen zusammen einen Weltrekord zu brechen. Und ihr habt hoffentlich alle Emoji-Karten gefunden. Die sind irgendwie unter euren Sitzen. Holt sie heraus. Wow, ihr habt sie. Ihr seid so spontan. Sehr geil. Auf den Emoji-Karten sind die wichtigsten Personen in unserem Leben. Zum Beispiel die Eltern. Ohne sie wären wir gar nicht hier. Dann haben wir beste Freunde. Was wäre das Leben langweilig ohne sie? Wir haben den Partner oder die Partnerin, die man vom ganzen Herzen liebt. Und für manche kaum vorstellbar, die wichtigsten Personen im Leben, Geschwister. Der eigene Bruder. Da bin ich. Es war gerade so schön ohne dich. Wir spielen jetzt ein bisschen Spiel des Lebens mit euch. Genau, nehmt die Karten und mischt sie wild durcheinander, sodass sie bei jedem von euch in einer anderen Reihenfolge landen. Mischt sie wild durcheinander. Okay. Und jetzt machen wir es wie im echten Leben. Man geht manchmal getrennte Wege. Ihr nehmt die Karten und reißt sie quer in der Mitte durch. Oh. Und jetzt kommt eure erste Entscheidung. Packt den rechten Packen auf den linken oder unter ihn drunter. Tut es jetzt. Haltet die Karten gut fest und nehmt die obersten 3 Karten herunter. 1, 2, 3. Schaut sie euch an. Es sind verschiedene Karten. Knüllt sie zusammen, die obersten 3. Und werft sie auf meinen Bruder. Hey! So, ihr macht Folgendes. Ihr habt jetzt ja noch ein paar Karten. Die nächste Karte nehmt ihr und steckt sie an einen sicheren Ort, so dass keiner drankommt. Geil, er setzt sich drauf. Sehr cool. Jetzt machen wir Folgendes. Die nächste Karte nehmt ihr von oben und tauscht sie mit eurer Nachbarin oder mit dem Nachbarn. So, komm, hier wollen wir mal tauschen. Ich könnte die anbieten. Komm mal hier runter. Hi. Hallöchen. So, wenn ihr getauscht habt, nehmt ihr die Karte und steckt sie irgendwo in die Mitte rein. Bruder, wir brauchen jetzt eine Zahl per Zufall zwischen 1 und 10. 13. Pass auf, wir machen es anders. Ich zerknüll eine Karte so, hier vorne, irgendwo, ich werfe per Zufall hin. Hepp! Wer fängt? Du! Ja, nenn du eine Zahl zwischen 1 und 10. Laut und deutlich. 5! Dann macht ihr jetzt bitte Folgendes. Ihr zählt jetzt genau 5 Karten ab. 1, 2, 3, 4, 5. Habt ihr? Pass auf. Die nächsten 2 Karten nehmt ihr und schmeißt sie weg. Hammer! Wuhu! So,
Jetzt habt ihr nur noch eine Karte. Düsseldorf. Jetzt nehmt ihr die Karte vom Anfang. Wie im echten Leben. Es gibt immer wieder chaotische Zustände. Nehmt die Karte von eurem geheimen Ort. Wenn man immer wieder zusammenfindet im Leben, dann ist das kein Zufall, dann ist das echte Magie. Haltet sie hoch! Hat's geklappt! Wie geil ist das denn? Seid sie alle! Sehr geil! Düsseldorf, ihr seid zauberhaft! Seid ihr genauso geflasht wie wir von dieser wahnsinnig tollen Stimmung da im Stadion? Dann freut euch auf den 13.06., denn da bringen wir Frankfurt zum Beben bei unserer neuen Stadionshow No Limits. Mit Weltpremieren von Illusionen, die alles sprengen, was wir je gewagt haben. Das wird die größte Show unseres Lebens. Sichert euch jetzt noch schnell die besten Tickets. Den Link gibt's hier direkt unten in der Beschreibung. Ob das ein Weltrekord wird, erfahren wir wahrscheinlich erst später. Aber es gibt noch eine völlig unglaublich andere Geschichte. Wir haben wirklich die besten Fans auf der ganzen Welt. Die haben sich was einfallen lassen. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Viel Spaß. Am Anfang war ein weißes Blatt und ein Traum. Der längste Fanbrief der Welt sollte daraus entstehen. 18 Monate später ist aus Jenna Adolphs Idee eine Massenbewegung geworden. Tausende Fans der Ehrlich Brothers folgten ihrem Aufruf und schrieben ihren Idolen. Sie texteten, malten, reimten und bastelten auf mehr als 74.000 Seiten. 664 Meter misst der Umlauf in der obersten Etage der Merkur Spielarena. Da sind einige Runden zu drehen oder auch zu rollen, um den Weltrekord zu schaffen. Ob es für den Weltrekord ausreicht, kann nur einer beurteilen. Olaf Kuchenbecker vom Deutschen Rekordinstitut. Er kommt viel rum in seinem Job, aber so viel wie heute läuft er auch nicht alle Tage. So, und ich bin sehr gespannt. Er ist heute hier und er ist nicht nur alleine hier, Olaf Kuchenbecker, sondern von RTL gibt es auch noch charmante Begleitung. Roberta Bieling. Hallo Roberta, grüß dich. Wir lassen das mit dem Küsschen. Kein Problem. Ich bin hier bei den Fans. Ich komme ganz kurz mit, weil das ist so eine unglaubliche Geschichte. Es geht schon seit einer so langen Zeit. So seht ihr aus. 12 Kilometer waren es bei Tokyo Hotel, 18 Kilometer bei der Twilight Saga. Wie viele Kilometer haben unsere Fans geschrieben? 23 Kilometer und 23 Zentimeter, also ein neuer Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch! Das ist euer Weltrekord! Euer Rekord! Vielen, vielen, vielen Dank. Euer Applaus, es ist euer Weltrekord. Nicht unser, es ist euer. Vielen Dank. Habt ihr schon eine erste Schätzung bezüglich der Karten-Emojis? Ihr wolltet euren eigenen Rekord brechen von 2016. Wie viele waren es damals? Bei den Zuschauern waren es 38.503. Hier in der Halle hatten wir zahlende Zuschauer von 40.211. Geil! Das heißt ja, wirklich! Das Rekord ist für Deutschland bestätigt, den neuen Zuschauerweltrekord. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Euer Rekord! Ey, vielen, vielen, vielen Dank! Dafür gibt es natürlich schon mal die erste Trophäe. Ich sag mal, für denjenigen, der immer gedisst wird, ne? Ich nehme die an mich. Natürlich. So, aber das ist ja noch lange nicht alles, denn, was wir jetzt schon sagen können, der aktuelle Weltrekord, der es für den größten Zauber trägt, sind 12.514. Der Rekord ist auf jeden Fall geschafft. Es waren mehr als 12.514. Alles nur mit euch! Düsseldorf! Vielen, vielen Dank! Dankeschön!
Ihr seid so geil. Vielen Dank. Es ist euer Rekord, weil ihr seid ja gekommen. Wir wären nur 2 gewesen. Vielen Dank. Wir sind aus dem Konzept. Alter, es macht so Spaß mit euch. Es ist echt der geilste Abend in unserem Leben. Vielen Dank. Mega. Aber jetzt lasst doch mal gut sein. Ja, okay, lass gut sein. So, wir kommen zum absoluten Highlight dieser heutigen Show. Zu keiner Illusion im klassischen Sinne, sondern zu einem Entfesselungsstunt. Was passiert bei einem Entfesselungsstunt? Mein Bruder wird gefesselt, an den Armen, an den Beinen, am ganzen Körper. Und er muss es schaffen, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Schafft er es nicht, droht ihm eine tödliche Gefahr. Welche das ist, verraten wir an dieser Stelle noch nicht, aber wir checken schon mal, wie dieses Entfesselungsszenario aussieht. Entfesselung bedeutet Nervenkitzel. Insbesondere für mich. Denn ich muss es heute schaffen, mich in einer sehr kurzen Zeit zu entfesseln. Die Gefahr, die sich über meinem Bruder befindet, weil ohne Gefahr macht das keinen Sinn. Ein 2 Meter großes Sägeblatt, stählern, lebensgefährlich, wird es sich in Rotation versetzen und Schritt für Schritt auf meinen Bruder herabsinken. Nach Ablauf von 15 Sekunden wird das Sägeblatt alles zermetzeln, was dann noch auf dem Tisch liegt. Mein Bruder muss es schaffen, zuallererst dieses Schloss zu öffnen, was um sein linkes Handgelenk gelegt wird. Schafft er das? Kommt er in den Besitz von diesem Schlüssel und kann alle weiteren Schlösser hiermit öffnen. Die Herausforderung, der Schlüssel steckt nicht im Schloss, sondern im Mund. Bruder, wenn du das schaffst, hast du noch einen Weltrekord. Ja, wenn du Schluck aufbekommst, habe ich 2 Halbbrüder. Darum kümmert er sich, höchstpersönlich. Okay. Düsseldorf! Kennt ihr noch MacGyver? Los geht's! Ach, schade. Bei der Probe sah das anders aus. Ha, liebe Kinder. Da hilft nur noch, also das ist natürlich eine optische Täuschung. In Wahrheit gehen die Beine unter diesem Sägeblatt drunter her. Wie ekelig. Da hilft nur noch Ablenkung. Bruder hat sie jetzt erwischt, oder was? Das war's nicht mehr.
Das war doch nur ein Spaß. Nee, das sieht ja nur so aus, als wären die Beine ab. In Wirklichkeit habe ich die warum ist das nass? Angstschweiß. Mann, ich habe den Schlüssel verloren, der muss da irgendwo liegen. Ja, hier. Und sag mal, wie geht's meinen Beinen? Also gehen ist übertrieben. Schau doch mal nach. Ja, hier. Puls ist normal. Beeil dich mal. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man das innerhalb von einer Minute wieder dran setzt, dann kann man normal weiterlaufen. Was, so, los. Linkes Bein hier, rechtes da. Links, rechts. Hier, guck mal, so ein Bein in der Mitte. Das sähe auch witzig aus. Mann, ich habe 2 Beine, ja? Links da, rechts da. Ist das so schwer? Nicht in diesem Ton. Und du hast mir meine Süßigkeiten früher nämlich auch nie wieder gegeben. Das kannst du jetzt nicht vergleichen. Und ob? Das sind meine Beine. Bleiben in der Familie. Die kommen sofort hier hin. Gangnam Style. Oh nee. Nee. Gangnam Style. Sexy lady. Gangnam Style. Sexy lady. Nee. Ey, wo wollt ihr hin? Hier hin. Bei Fuß. Bruder, ich wollte doch immer schon mal in so einer Boygroup mittanzen, ne? Jetzt kann ich meinen Traum verwirklichen. Hier. Aber nicht mit meinen Beinen. Das sind meine Beine. Let's go. Every day I'm shuffling. Vielen Dank. Ist der Platz noch frei hier? Ach cool, setz dich hier kurz hin, okay? Super. Kennst du mein Lieblingsspiel? 4 gewinnt. 2 mal 2 macht 4. Bitte, wer will's von mir lernen? Ich mach mir die Welt, wie sie meinem Bruder nicht gefällt. Bruder, jetzt gib mir meine Beine wieder. Ja, wie heißt das Zauberwort? Bitte. Dann hol sie dir doch. Haha. Oh. Manuel, komm mal her. Hol mir mal meine Beine wieder. Also. Ich hab keine. Ah, hi. Du sollst die Beine wieder auf. Ja. Du, such dir welche aus. Moment, hier, ich kann dich auch verwirren. Guck mal genau zu. Ja, welche Schweindel hätten's denn gerne? Achso, nein, nicht das Ding. Aua. Das war ein Erbstück von meiner Oma. Beinhart geht das ab hier. Manuel, ich hab 2 Beine. Bruder. Was ist denn dabei? Mann. Hier, Ketter, Moonwalk mit 3 Beinen. Hier. Ja. Das ist schon geil, ne? Oh. Jetzt tut's kurz weh, okay? Bruder, das ist... Zack. Oh. So, das Bein muss mal runter. Was habt ihr denn vor? Geh mal auf den Rücken. Ey, das könnt ihr nicht machen. Ich hab eben diese... Oh. Jetzt tut's kurz weh. Zack. Aufstehen. Every day I'm shuffling.
Düsseldorf. Komm, beruhigt euch. Wir zeigen noch was, okay? So. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin verheiratet und so, ich habe Kinder. Mein Bruder ist wirklich das genaue Gegenteil von mir. Ehrlich, der ist voll schüchtern. Der wird im Normalleben, der wird nie eine Frau ansprechen. Ehrlich, der wird schon rot, wenn er mit Alexa spricht. Deswegen hat er die auch umbenannt in Horst. Der wird das ja nie zugeben, ne? Er ist ja der Frauenheld. Naja, zumindest in seiner Fantasie. Ja, Liebe geht durch den Magen. Man könnte es auch nennen 50 Shades of Chris. Übrigens, ich sehe jetzt so ein paar Gesichtern hier die Frauen, die sagen, oh Mann, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass mein Mann von dieser Frau träumt, aber dafür habe ich eine Lösung. Ein Traumfänger. Der hält ja das Böse ab, lässt nur das Gute hindurch. Und hier, guck mal, das ist ein Traumfänger, den hat uns damals unsere Mama geschenkt, weil mein Bruder mir immer Süßigkeiten weggefuttert hat. Und selbst in meinen Träumen hat er mir die weggefuttert. Und dieser Traumfänger macht sogar die guten Träume, schau her, sichtbar. Cool, oder? Warte mal, da, nächster Traum, zack.
Oh, warte mal, warte. Da, noch einer. Wer von euch Kids mag Süßigkeiten? Und wer putzt sich danach immer die Zähne? Und wer hat die Zahnbürste dabei? Du? Okay, dann kriegst du einen Lolli. Ja, ihr habt alle Zahnbürsten dabei? Du? Okay, kein Problem. Ich komme ein bisschen zu euch. Ah, warte mal, jetzt hier, da habe ich auch noch. Du auch? Bitteschön. Ja. Jetzt habe ich keinen mehr. Nee, habe ich. Oh, jetzt haben wir so viele hier. Oh, du guckst aber traurig. Wie heißt denn du? Fabian. Wolltest du auch eine Süßigkeit? Ich hab nichts mehr. Wolltest du auf die Bühne kommen? Ja. Pass auf, komm mal mit. Vielleicht können wir dir noch eine Kleinigkeit zaubern. Fabian. Fabian war richtig? Komm mit, dein Applaus. Fabian. Fabian. Manchmal träumt man ja schöne Dinge. Zum Beispiel von Süßigkeiten. Ja. Hey, du hast ja ein cooles Shirt. Zeig mal. Oh, guck mal. Das ist ja nicht schlecht. Cooles Shirt. Hi Fabian. War gerade noch duschen, gib mir 5. Oh, pass auf, mach mal so. Und, mach mal so. Nee, lass mal so. Was? Nee, musst du so? So. Give me 5! Der ist cooler, ne? Das war die richtige Antwort. Ich lade dich noch mal zu einer Show ein, okay? Pass auf, Fabian. Dieser Traumfänger, der macht ja schöne Gedanken sichtbar. Und vielleicht schaust du mal hin. Warte mal, nehmen wir die Schlaufe ein bisschen hoch. Vielleicht schaust du mal hindurch. Guck mal, von da, von da. Alles gut? Ja. Pass auf, du kannst auch mal, schau mal auf die Hand. Alles okay? Ja. Guck mal, jetzt greife ich hier unten hin. Guck mal da, genau. Nee, hast du davon geträumt? Das ist für dich. Alles okay? Jetzt hast du natürlich Süßigkeiten. Guck mal, jetzt haben wir hier noch so viele Kinder, die haben gar keine Süßigkeiten. Ich habe eine Idee. Nimm mal den Traumfänger in die andere Hand. Komm mal ein Stückchen mit. Fabian, du stellst dich jetzt genau hier hin, hältst den Traumfänger so auf diese Höhe und schaust hier hindurch. Okay? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber vielleicht kannst du gleich die Träume von allen Kindern hier im Stadion sehen. Schau genau hin. Los geht's. Fabian. Also ich sehe, dass sich schon etwas abformt. Da oben. Und zwar... Hey! Fabian! Ist das was? Komm, wir machen Tausch. Nimmst du mit? Mach mal so. Reicht das für heute? Dann kriegst du jetzt den lautesten Applaus in Düsseldorf! Wir werden jetzt versuchen, wir haben so viele Kinder, die jetzt noch nichts Süßes haben, aber das wird sich gleich ändern. Los geht's! Go! Wuhu! Süßigkeiten für alle! Süßigkeiten! Habt ihr Süßigkeiten? Okay, dann müssen wir es noch anders machen. Ich habe eine Idee. Bro, wir haben immer noch viele ohne Süßigkeiten. Wir machen es folgendermaßen. Ich habe eine Idee.
Okay. So. Kids, wir machen es folgendermaßen. Wir lassen die Süßigkeiten einfach schweben. Und sie schweben nicht irgendwo hin. Sie schweben nach oben, weiter nach oben. Sie werden explodieren. Und dort werden wir sie explodieren lassen. Jetzt regnet es nämlich für alle Süßigkeiten. Auf den Rängen! Im Publikum überall! Heute dürft ihr so viele Süßigkeiten essen, wie ihr wollt. Düsseldorf, vielen, vielen Dank! Es hat so viel Spaß gemacht bei euch. Wir kommen gerne wieder. Wir sehen uns auf Tournee. Ciao! Kommt gut nach Hause! Ihr seid mega. Dankeschön. Die Show Flash war schon episch, aber mit unserer brandneuen Live-Tour Wonderworld sprengen wir alle Dimensionen. Wir verwandeln die Arenen in gigantische Unterwasserwelten und lassen euch die Schwerelosigkeit hautnah wie auf dem Mond erleben. Sichert euch jetzt die besten Plätze. Alle Termine und Tickets findet ihr unten in der Videobeschreibung. Come on.